Das Pantone Color Institut hat Peach fast zu der Farbe des Jahres 2024 erklärt. Es ist ein sehr schöner Warmton, den ich persönlich für recht eine schwere oder schwierige Farbe empfinde. Warum das so ist, welche Tipps ich für dich habe und warum ich mir jetzt schon mal ein Halstuch um meinen Hals binde, das erfährst du in diesem Video. Das Pantone Color Institut hat die Peach fast zu der Farbe des Jahres 2024 erklärt. Es ist ein warmer, eleganter Farbton, soll Geborgenheit, Nähe und Gemütlichkeit symbolisieren. So ist das ja auch und die Farbe lässt sich auch sehr gut mit der Kleidung oder in die Kleidung integrieren. Bei dunkleren Hauttypen mit dunklen Haaren lässt sich die Farbe so gut wie immer kombinieren. Bei helleren Hautton und hellen Haaren, blonden Haaren, so wie das bei mir auch ist, kann das schon mal recht problematisch werden. Aus dem Grund, die Farbe lässt uns leider blass erscheinen. Und das ist schon mal der Grund, warum ich ein Halstuch trage, denn ich muss hier für Kontrast sorgen, ich muss hier quasi den Fluss mit einer Brücke unterbrechen, damit du mein Gesicht und mein Oberteil tatsächlich hier erkennen kannst. Wie gesagt, meine helle Haut, die helle Wand, die hellen Haare, könnte sein, dass du mich in dem Video überhaupt nicht sehen würdest. In diesem Video möchte ich dir zeigen verschiedene Farben, die du mit dieser Farbe, mit Peach fast kombinieren kannst. Und ja, du kannst ja am Ende des Videos gerne in den Kommentaren schreiben, ob du schon mal diese Farbe besitzt, welche Farbkombi dir am besten gefällt, dass du die Peach fast Farbe mit der Nummer 131023 exakt in der Mode findest, ist natürlich sehr unwahrscheinlich. Deswegen arbeiten wir auch mit verschiedenen Pfirsichtönen und das ist eben das Gute, weil du kannst dir immer so einen Ton aussuchen, der dir deine Haut schmeichelt. Ich fange mit dem ersten Kombi mit Grüntönen, denn ich finde, das erinnert tatsächlich an Natur. Also ich sehe schon mal vor mir einen Baum voll mit Pfirsichen. Du kannst bei diesen Farbkombi tatsächlich mit allen Grüntönen arbeiten. Ob das sattes Grün ist, ob das dunkelgrün ist, Tannengrün, so wie ich jetzt mit meiner Hose habe, ob das Waldgrün ist oder wie mit meinem Tuch Olivfarben. Du kannst tatsächlich alle Grüntöne nehmen und eben mit Peach fast kombinieren. Was ich jetzt aber machen würde, das ist tatsächlich, ich nehme den Tuch ab, aus dem Grund, weil die drei Töne, die hätten sich tatsächlich nicht gut vertragen. Ist aber in dem Sinne auch kein Problem, denn ich habe schon hier ein bisschen Farbe ums Gesicht, also mit diesem Bläser sorge ich schon mal für Kontrast und so kann sich meine Kombi sehen lassen. Die zweite Kombi ist ein Klassiker. Ich glaube, eine Jeans haben die meisten von uns im Schrank. So kann man die Farbe auch sehr gut, beziehungsweise Oberteile zum Beispiel in der Farbe mit der Jeans kombinieren. Hier schon einmal ein Tipp, wenn es um Oberteile geht oder Blautöne. Ich werde das meiste doch in Pastellfarben halten. Dadurch ist das Outfit ein bisschen frischer, ein bisschen fröhlicher, passt perfekt für den Frühling und für den Sommer. Und so kannst du jetzt auch die Pfirsichtöne mit Blautönen kombinieren. Das wäre meine zweite Kombi. Die Kombination mit der Farbe Grau mag ich persönlich total gerne. Es sind irgendwie so Gegensätze. Man hat hier auf der einen Seite diese konservative Farbe Grau, die auch recht zurückhaltend ist, mit der warmen, verspielten Farbe Peach fast. Ich finde diese Kombi, das ist, als ob das eine Beziehung wäre, ein Businessman mit einer Ballerina. Also man hat diese konservative Seite mit der weichen Seite. Und hier schon mal ein Tipp: Wähle bitte Grautöne, die hell sind, denn mit dunklen Farben setzt du zu viel Kontrast und die Farben sollten doch miteinander kombiniert bzw. harmonieren und sich nicht bekämpfen. Also das ist mein nächster Vorschlag.
helle Grautöne mit dem Pfirsichtönen. Die Kombination mit Rosétönen erinnert mich total am Sommer. Am Sorbet und am Eisschlecken. Das sind wirklich so leckere Farben. Und hier ist schon mal ein Tipp: Wähle bei den Rosatönen Warmtöne, diese Töne, die so Gelbstich haben. Natürlich, du kannst ja auch Pink wählen, aber hier wäre schon mal wirklich ein riesen Kontrast, weil Pink ist mehr so blaustichig und Peach Fuzz ist warme Farbe. Also um für Harmonie zu sorgen, wähle einfach mal Rosatöne, die ein bisschen wärmer sind, ein bisschen dezenter, ein bisschen zurückhaltender sind. So wie zum Beispiel in diesem Outfit. Die Farbe Braun. Also hier kannst du tatsächlich die komplette Farbpalette nehmen, denn egal für welchen Farben du dich entscheidest, die Farben passen einfach perfekt zusammen. Sie harmonieren, sie ergänzen sich und das ist jetzt egal, ob du eine helle, braune Farbe nimmst, ob du Mocha, Latte Macchiato oder Cappuccino nimmst oder wenn du vielleicht dunklere Farbe nimmst, wie die Schokolade. Hier passt wirklich alles wunderbar zusammen. Es sind schöne warme Farben, es sind Naturtöne und genauso wie bei Grün kannst du dich hier bei den Schattierungen tatsächlich sehr gut austoben. Flieder, mein Favorit. Dieses Jahr ist Lila sowieso die Farbe des Jahres und da kannst du verschiedene auch Töne von Lila, kannst du dunkel, violett, lila, Flieder tragen. Es ist alles angesagt und die Kombination mit Peach Fuzz finde ich auch sehr gelungen, weil das sind sehr schöne frische Farben, die du sehr gut auch im Frühling tragen kannst. Sie harmonieren perfekt. Du kannst auch hier, egal ob du eine helle Farbe nimmst, wie gesagt dezent in Flieder, oder eine dunkle Farbe nimmst, du kannst mit Pfirsichtönen tatsächlich sehr viele Violetttöne auch zusammen und miteinander kombinieren. Rot ist auch die Farbe des Jahres 2024. Darüber habe ich schon mal gesprochen in meinem letzten Video. Du kannst gerne auf Fashion Trend 2024 gehen. Hier harmoniert die Farbe auch sehr gut, beziehungsweise sie dient hier mehr als Kontrast. Wähle dafür am besten Warmtöne, also so ähnlich wie bei Rosé, diese gelbstichige Töne, denn kalte Farben hätten sich hier auch nicht sehr gut vertragen. Das hier ist perfekt für Leute, die tatsächlich auch mit Rot anfangen und wo die sich wirklich nicht so trauen. Da kann man Peach Fuzz als Ergänzung nehmen und die rote Farbe als Eyecatcher nehmen. Ich trage hier kompletten Anzug in der Farbe und ich persönlich finde, dass die dezente Pfirsichfarbe passt hier viel besser als zum Beispiel eine weiße Bluse, weil die weiße Bluse, die hätte wirklich einen mega Kontrast erzeugt. Deswegen finde ich auch die Kombination als gelungen. Schwarz, der Klassiker. Und natürlich funktioniert das hier auch, denn eine schwarze Farbe kannst du wirklich so gut wie immer tragen und immer gut kombinieren. Gerade wenn jemand Anzüge tragen muss, ist eine weiße Bluse vielleicht doch zu konservativ und wird ein bisschen härter, kann man auch die Pfirsichtöne gut zugreifen, denn die machen das Outfit so ein bisschen weiblicher, ein bisschen femininer, ein bisschen weicher. Du kannst auch noch bei Schwarz, bei diesen Kombinationen mit Accessoires arbeiten. Du kannst ja Schmuck tragen, du kannst ja Gürtel tragen. Dann wirkt das Outfit natürlich auch ein bisschen anders. Auf jeden Fall, diese Kombination mit Schwarz funktioniert natürlich auch. Und zu guter Letzt helle, schöne Farben. Farbe Weiß. Obwohl ich will das ja auch nicht als Weiß bezeichnen. Ich werde hier auch zum Beispiel auf Schneeweiß verzichten. Ich werde hier Farben nehmen oder Töne, die ein bisschen dezenter sind. Das kann ja Off-White sein, das kann Elfenbein, das kann Creme sein. Denn die Farben kombinieren miteinander super und die bilden quasi eine Einheit. Und hier schon mal wieder Tipps für Hauttypen, die heller sind mit blonden Haaren. Arbeite ja mit viel Schmuck. Also du kannst hier für Unterbrechung sorgen, indem du
zum Beispiel eine Statementkette trägst, da aber auf meinem Kanal sich alles um Tücher und Schals dreht, nehme ich hier als Hilfe natürlich ein Halstuch. Ich habe hier ein Halstuch genommen, wo auch Farbe Weiß vorhanden ist. Es ist nicht weiter schlimm, weil ich habe hier kleine Muster auf dem Tuch und die sorgen hier in dem Outfit für ein bisschen, sage ich mal, Chaos, aber das ist ein guter Chaos, das für Unterbrechung sorgt und schon sieht man, dass ich hier Gesicht habe und hier mein Oberteil, also das kleine Eyecatcher reicht, um mein Outfit so ein bisschen zum Leuchten zu bringen. Du kannst natürlich auch andere Farben nehmen, andere Tücher. Du kannst die Tücher als Eyecatcher setzen, du kannst als Kontrast setzen, du kannst Rot nehmen, du kannst Blau nehmen oder du kannst tatsächlich in der ähnlichen Farbpalette bleiben, so wie ich, und einfach mal mit ein paar Mustern so ein paar kleine Highlights setzen. Ich hoffe, dass dir mein Video heute gefallen hat, dass du eine kleine Inspiration gefunden hast und wie gesagt, schreib mir in den Kommentaren, welche Kombi dir am besten gefällt, ob du die Farbe schon mal im Schrank hast und vielleicht hast du eigene Ideen, mit welchen Farben man noch diese Peach Fuzz kombinieren könnte. Schreib das bitte in den Kommentaren, damit andere es lesen können und sich einfach mal miteinander austauschen können.